So, unsere Pizza ist fertig und jetzt wird es Zeit, sie anzuschneiden. Wow, seht euch das an. Perfekt durch, dünner Boden. So muss eine Pizza sein. Hallo, ich bin der Thomas und willkommen bei TL Fitness. Heute seht ihr mich nicht beim Training, sondern in meiner Küche. Wieso? Wir werden heute kochen. Wenn es um das Thema Low Carb und Fitnessernährung geht, denken viele daran, sie müssen auf ihre Lieblingsgerichte verzichten und eines davon ist die Pizza. Die Pizza normalerweise eine Kalorienbombe aufgrund von hohen Kohlenhydraten und viel Fett. Wir machen jedoch eine Pizza, die genau in die Ernährung hineinpasst, nämlich viel Eiweiß mit 20 Gramm Protein pro Pizza und unter 10 Gramm Kohlenhydraten. Also genau die perfekte Fitnessernährung. Jetzt zeige ich euch, wie wir das machen. Viel Spaß! So, wir kommen nun zu den Zutaten. Und ihr werdet anhand der Zutaten schon sehen, dass es hier wirklich um eine hochwertige Mahlzeit geht, mit ganz viel Eiweiß und wenig Kohlenhydraten. Die Grundzutat ist Mandelmehl, wirklich ein tolles Produkt und eine super Alternative zum normalen Mehl. Kriegt man in jedem Supermarkt in einem Beutel und wir verwenden hier 80 Gramm. Das Ganze reicht für 2 große Pizzen. Der zweite Teil, geriebener Mozzarella. Wieso gerieben? Er geht einfach leichter zu verarbeiten und ihr habt weniger Arbeit bei der Zubereitung. Das nächste, Topfen bzw. Magerquark. 70 Gramm davon erhöht noch einmal so richtig den Proteinanteil. 2 frische Eier. Wir verwenden in diesem Fall Trockenhefe, da genügt eine Messerspitze davon, dass der Teig auch etwas aufgeht. 2 Löffeln Olivenöl und eine Prise Salz. Für die Soße verwenden wir gehackte Tomaten, etwas Tomatenmark, dass das Ganze noch wirklich kräftiger wird, gemahlenen schwarzen Pfeffer, Salz, Oregano, ganz wichtig für italienische Gerichte, und eine Zehe Knoblauch. Für den Belag kommt eigentlich alles in Frage, was ihr gerne mögt. In diesem Fall nehmen wir, ich mag gerne Putenfleisch bzw. Hühnerfleisch darauf. Das würze ich nur mit etwas Kümmel, Pfeffer und Salz. Viele mögen aber auch die klassische Variante mit Salami oder Zwiebel. Ganz wie ihr wollt, ihr könnt auch Schinken drauf geben, Champignons, was euch eben schmeckt. Und in der Zwischenzeit sehen wir uns an, wie jetzt die Zubereitung funktioniert. Während wir den Teig zubereiten, heizen wir den Backofen auf 180 Grad Umluft oder 220 Grad Ober- und Unterhitze vor. So, nun zur Zubereitung. Wir mischen im ersten Schritt unseren Mozzarella, den Frischkäse, die Eier und das Olivenöl zusammen und rühren das Ganze wirklich zu einem schönen, glatten Teig zusammen. So, alles hinein. Und jetzt noch die Eier dazu. So. Und nun mischen wir alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig gut durch. Gut, das sollte mal so passen. Als nächstes geben wir gleich unser Salz und eine Prise Hefe in den Teig dazu. Nun versuchen wir das Mandelmehl vorsichtig zu einem glatten Teig zu rühren. Je nach Größe der Eier könntet ihr vielleicht bemerken, dass der Teig etwas zu weich noch ist. Dann gebt einfach noch etwas mehr Mandelmehl dazu. So, für die erste Pizza verteilen wir in etwa die Hälfte unseres Teiges auf dem Backpapier.
So. Das sollte ungefähr passen. Ihr könnt den Anfang mit dem Löffel etwas ausstreichen, dass es schon mal so eine kleine runde Flade wird. Und damit es dann nachher leichter geht zum Ausstreichen, als kleiner Tipp, einen zweiten Bogen Backpapier über das Ganze drüber. Und jetzt könnt ihr es mit den Händen einfach flach drücken, so lang, bis die gewünschte Größe und die gewünschte Dicke erreicht sind. Versucht hier das Ganze möglichst gleichmäßig auszustreichen, sonst habt ihr auf einer Stelle einen ganz dünnen und auf der anderen Seite einen ganz dicken Boden und das sieht auch nicht wirklich schön aus. Das heißt, je gleichmäßiger, desto besser. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt das Backpapier, den oberen Teil, vorsichtig wieder abziehen, dass wir den unteren Teil nicht mit draufreißen. Weg damit. Und so sieht unser Teig im rohen Zustand jetzt aus. Und nun ab damit in den Backofen. So, die Pizza, also der Grundteig, ist jetzt in meinem Backofen, muss jetzt für 12 Minuten backen und dann können wir beginnen, ihn zu bestreichen und zu belegen. Solange unser Pizzaboden gerade im Backofen ist, haben wir die Zeit, unseren Belag fertig zu machen. In meinem Fall jetzt das Hühnerfleisch klein geschnitten, mit allen Gewürzen gemischt. Ich rühre das einmal nur kurz durch, dass wirklich alles schön mit den Gewürzen bedeckt ist. Eine Pfanne vorgeheizt mit einem Schuss Olivenöl, das nichts anklebt. Und dann ab in die heiße Pfanne und wir lassen das jetzt so lange anbraten, bis es wirklich schön kross angebraten ist. So. Unser Fleisch ist mittlerweile fertig gebraten und jetzt kommt noch die Soße. Für die Soße unsere passierten Tomaten, eine Knoblauchzehe, gut reinpressen, rein damit. Ganz wichtig, der Oregano, Salz, der Pfeffer und das Tomatenmark. Jetzt das Ganze gut zu einer schönen Masse durchrühren. Das riecht schon so richtig gut nach Pizzasauce wie beim Italiener. Und fertig. So, unser Pizzateig ist jetzt einmal soweit in der Grundsubstanz fertig, das heißt die 12 Minuten sind vorbei und er ist schon mal richtig schön vorgebacken. Jetzt können wir beginnen, ihn zu belegen. Zuerst unsere Soße schön gleichmäßig gut darauf verteilen. Wirklich bis an den Rand hinaus, dass ihr überall gleichmäßig Soße drauf habt. So, sieht gut aus. Als nächstes die erste Schicht Käse. Ganz wichtig auf einer Pizza, immer ausreichend Käse drauf. So, nun können wir sie nach Belieben belegen, wie wir es gerne hätten. Wir machen in diesem Fall jetzt eine zweigeteilte Pizza, das heißt eine Hälfte machen wir mit Salami. Ihr könnt auch Schinken oder was euch halt am besten schmeckt verwenden. So, und auf die zweite Hälfte kommt das Putenfleisch. Ich habe auch gern noch Zwiebel dazu. Und jetzt noch einmal Käse drüber.
Zum Schluss obendrauf noch eine Prise Oregano. Und wieder ab in den Ofen. So, die Pizza ist nun das zweite Mal im Ofen. Dauert jetzt ungefähr noch 10 bis 15 Minuten, je nachdem wie knusprig ihr eure Pizza wollt. Und dann ist sie endlich fertig. So, unsere Pizza ist fertig und jetzt wird es Zeit, sie anzuschneiden und zu sehen, ob das Resultat so wie erhofft geworden ist. Ja, das ist richtig schön knusprig. Und das erste Stück. Wow, seht euch das an. Perfekt durch, dünner Boden. So muss eine Pizza sein. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich finde die Pizza wirklich lecker. Es ist nicht genau das gleiche wie die Pizza, wie wir sie kennen, vom Pizzabäcker nebenan, aber für alle, die auf ihre Ernährung achten wollen, aber sich trotzdem hin und wieder mal etwas gönnen wollen, ist das wirklich eine tolle Alternative. Wenn euch das Rezept gefallen hat, ihr findet die Beschreibung unten im Videotext und jede Woche bekommt ihr ab jetzt ein neues Rezept von mir und ihr könnt es jederzeit gerne nachkochen. Wenn euch die Videos gefallen, lasst uns einen Like da und wir sehen uns. Bis bald.